Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich dir mal ein bisschen was zu Akkordumkehrungen erklären. Also ich möchte dir mal die Akkordumkehrungen zeigen, wie man die spielt und wofür die so da sind. Ne? Ich denke, Akkordumkehrung ist was sehr, sehr Cooles, was sehr Praktisches beim Klavierspielen. Also die sollte man auf jeden Fall kennen. Und ja, das ganze Video ist einfach mal so eine kleine Kurzzusammenfassung, was du alles dazu wissen musst. Das Video ist eigentlich Teil meines Newsletters, den ich an meine Schüler rumschicke. Ja, also ich schicke jede Woche 1 bis 2 Videos, auf jeden Fall jeden Sonntag immer eine Mail mit einem Video, einem nützlichen Tipp. Und das hier war auch ein Teil davon und das wollte ich dir jetzt hier einfach mal zeigen. Wenn du Interesse hast, auch hier mein Newsletter zu bekommen, auch jede Woche hier nützliche Tipps zu bekommen und gleichzeitig an einem kostenlosen Kurs teilzunehmen, dann kannst du gerne mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da findest du meinen kostenlosen Piano-Crash-Kurs, wo du nicht nur den Kurs bekommst, sondern auch gleichzeitig hier meinen Newsletter bekommst, meinen Newsletter abonnierst und dann wirklich hier mit E-Mails von mir versorgt wirst, wo ich dir auch einige Tipps zeige, unter anderem halt so ein Video wie dieses hier. Also wenn du Interesse hast, gerne mal reinschauen. Ansonsten findest du auch auf der Internetseite meinen Anfängerkurs, wo ich dir vertieft das Klavierspielen, das freie Klavierspielen beibringe. Ja, ansonsten noch Coverkurse und vieles weitere. Einfach gerne mal reinschauen, wenn du Interesse hast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß mit diesem Video. Ja, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und im heutigen Video, in unserer heutigen Übung, möchte ich dir mal Umkehrungen zeigen oder erstens mal erklären, was sind Umkehrungen überhaupt und dann, wie können wir Umkehrungen auf dem Klavier spielen, wie können wir das Ganze auf dem Klavier üben. Umkehrungen oder besser gesagt Akkordumkehrungen sind nichts anderes als der Grundakkord bloß in einer anderen Reihenfolge gespielt, ja, wenn man so will. Ich denke, mit Akkorden hast du dich bestimmt schon beschäftigt. Du weißt, was die Grundakkorde zum Beispiel von C-Dur sind. Also du weißt, das ist jetzt der C-Dur-Grundakkord. Und jetzt ist es so, dass jeder Grundakkord auch 2 Umkehrungen hat. Umkehrung, wie gesagt, heißt, wir spielen den Akkord einfach in einer anderen Reihenfolge. Reihenfolge, das heißt, in dem Fall der Daumen, also der erste Ton des Akkordes wäre jetzt hier nicht das C, sondern beispielsweise das E. Und natürlich dann hier oben das C. Ja, das C kommt dann hier an dritter Stelle. Wichtig ist auch bei den Umkehrungen, der Grundton muss natürlich immer enthalten sein. Ja, ein Akkord besteht immer aus dem Grundton plus weiterer Töne. Das heißt, wir brauchen immer den Grundton, sonst ist es natürlich kein C-Dur-Akkord mehr. Ja, das sage ich an der Stelle, weil so kann man sich dann auch immer gut, selbst wenn man es jetzt nicht auswendig weiß, merken, okay, wenn man jetzt weiß, die beiden Töne sind die Umkehrung, was brauche ich denn jetzt noch für einen Ton? Ach so, ja, logischerweise das C, ne? Okay. Ja, und das wäre jetzt einfach der C-Dur-Akkord in der ersten Umkehrung. Wir spielen genau dieselben Töne. Ja, wir haben hier C, E und G gespielt und jetzt spielen wir auch C, E und G. Ist auch C, E und G, aber ist auch C, E und G. Ja, der Daumen ist natürlich das E, aber wir spielen es jetzt in einer anderen Reihenfolge. Ja, wir haben jetzt hier, fangen wir mit dem E an, dann kommt das G und dann kommt das C. Das nennt man die erste Umkehrung und wenn wir jetzt noch eine Stufe höher gehen, dann sind wir bei der zweiten Umkehrung. Ja, das ist dann hier genau auch wieder C, E und G, aber wir fangen diesmal mit dem G an, G, C, E. Und wenn wir jetzt eine Stufe höher gehen, dann sind wir wieder im Grundakkord, bloß in der nächsthöheren Tonhöhe, ne, so gesehen. Ja? Also wir sind jetzt hier schon bei dem höheren C angekommen. Okay, ja, also Grundton, erste Umkehrung, zweite Umkehrung. Und wieder der Grundton, also der Grundakkord. Ja, Grundakkord, erste Umkehrung, zweite Umkehrung und wieder der Grundakkord. Genau, ja, und das ist es im Prinzip. Also mehr kann man jetzt erstmal theoretisch zu den Umkehrungen nicht sagen. Du musst wissen, wenn du jetzt die Umkehrung einer Tonart üben willst, musst du natürlich wissen, was ist der Grundakkord. Also du musst wissen, das ist der C-Dur-Grundakkord. Und wenn du jetzt die erste Umkehrung bilden willst, dann nimmst du natürlich ja hier die nächste Stufe. Dann heißt, du fängst jetzt hier beim E an, dann das G und dann hier oben das C und dann, das wäre die zweite Stufe, zweite Umkehrung. Und dann hier oben wieder der Grundakkord. Ne? Man muss einfach nur die Grundakkorde kennen. Genauso jetzt zum Beispiel bei F-Dur, ja. Genauso hier. Erste Umkehrung und die zweite Umkehrung, ja. Erst Grundakkord, erste Umkehrung. Ich spiele wieder das F hier oben diesmal, ja.
Aber ich habe auch wieder das A und das C. Und dann in der zweiten Umkehrung auch wieder F, A und C, aber ich fange mit C an. Ne? Also das geht in jeder Tonart, von jedem Akkord aus. Es geht auch von Moll-Akkorden natürlich aus. A-Moll, ebenso A-Moll und ebenso A-Moll. Ne? A-Moll Grundakkord, A-Moll erste Umkehrung, A-Moll zweite Umkehrung. Ja, und das ist es im Prinzip schon. Und warum macht man das Ganze? Das kann ich dir auch noch zeigen. Wenn wir jetzt Melodien haben, dann spielen wir ja gerne auch Akkorde und da bietet es sich dann aber oft an, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel folgende Melodie hier haben, du siehst es schon, ja? Jetzt könnte ich, ich spiele jetzt erst den C-Dur-Akkord, dann spiele ich den F-Dur-Akkord. Und jetzt könnte ich es natürlich so spielen. Geht alles, ja, das ist C-Dur, F-Dur, aber ich kann es ja auch so spielen, ja? Ich kann ja auch C-Dur so spielen und dann so zum F springen. Klingt irgendwie schöner, ne? Weil oft ist es in der Musik so, wenn wir so Melodien haben, dass die kleineren Sprünge schöner klingen. Also, dass wir am besten nicht zu große Sprünge machen, sondern hier kleinere Sprünge. Und dafür sind diese Umkehrungen da, ne? Ich springe jetzt hier einfach auch vom C zum F-Dur, aber ich springe zum F-Dur in einem ganz kleinen Sprung. Ist auch einfacher für die Hand, da müssen wir nicht so riesen Sprünge machen. Und spiele F-Dur hier in der zweiten Umkehrung, ja? Erste Umkehrung, Grundakkord. Das ist so der Sinn von den Umkehrungen, ja? Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwas, was du einfach nur auswendig lernst und toll, ich habe jetzt Umkehrung auswendig gelernt, sondern du kannst es natürlich dann einbinden, ja? Du kannst sagen, okay, ich will jetzt die und die Melodie spielen, da ist der C-Dur-Akkord enthalten, da ist der F-Dur-Akkord enthalten, der A-Moll-Akkord und jetzt weiß ich, was die Umkehrungen sind und jetzt kann ich versuchen, mit diesen Umkehrungen zu arbeiten. Dafür ist das Ganze da. Und die Übung für heute wäre jetzt einfach mal, dass du wirklich versuchst, hier mit C-Dur, ja, einfach hier mal zu versuchen, diese Umkehrung anzuschlagen und versuchen auswendig zu lernen, ja? Das wäre so meine Übung für dich, einfach mal diese Umkehrung zu trainieren, gerne auch laut aufzusagen. Grundakkord, erste Umkehrung, zweite Umkehrung, Grundakkord. Grundakkord, erste Umkehrung, zweite Umkehrung, Grundakkord, ja? Kannst auch schneller werden, kannst auch rückwärts gehen. Ja, einfach mal ein bisschen ausprobieren, hier die Akkorde und die Umkehrung der Akkorde zu spielen. Wenn du es mit C-Dur drauf hast, dann kannst du es gerne auch mit jeder anderen Tonart probieren. Du kannst auch Moll, A-Moll, G-Dur, F-Dur, B-Dur und so weiter. Ja? Einfach hier ein bisschen, wenn du Lust hast, mal die Umkehrung probieren, die Umkehrung üben. Aber fang erstmal mit C-Dur an und wenn du das soweit drauf hast und noch Lust hast, weiter Umkehrung zu üben, dann probier einfach andere Tonarten mal aus. Ja, das war's auch schon hier mit diesem kleinen Video. Ich wollte dir einfach mal zeigen und erklären, was Umkehrungen sind, wie man sie spielt, wofür sie da sind. Und ja, wenn du die wirklich gut drauf hast, ist es zwar natürlich ein bisschen auswendig gelernt, hier die Umkehrung zu lernen, aber es bietet sich wirklich an, weil du die dann richtig gut auch in dein Klavierspiel mit einbinden kannst, wenn du irgendwelche Melodien spielst, improvisierst, vielleicht so deine eigenen Lieder, deine eigenen Songs machen willst, dann ist es immer ganz geil, wenn du wirklich die Umkehrung kennst und wenn du dann die Umkehrung so flüssig in dein Klavierspiel mit einbinden kannst. Okay, das war's erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es ist dir eine Hilfe und du kannst das Ganze wirklich auch dann mit meiner Hilfe hier gut lernen und gut spielen. Kannst mir ja gerne mal Feedback zurückgeben, wie dir das Ganze gefällt. Oder ob ich hier noch das irgendwie an einer bestimmten Stelle anders, besser erklären könnte. Gerne Feedback an mich. Ansonsten wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Üben, wie immer, beim Klavierspielen. Immer dranbleiben, bleib fleißig und du wirst sehen, es lohnt sich, dieses wunderschöne Instrument hier super spielen zu können. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.